Als die Fackeln kurz aufflackerten, kehrte langsam Ruhe ein und ein Terraner ergriff an der Bühne das Wort. Herzlich willkommen zum sommerlichen Wettbewerb der Bühnenkünste. Wir freuen uns, euch heute ein buntes, vielseitiges, melodisches und rhythmisches Programm vorstellen zu können. Dieser Wettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass er keine Vorgaben macht, welche Art von Bühnenkunst gezeigt wird oder durch wie viele Schausteller oder gar durch welches Element. Jede Gruppe, die bereits gemeinsame Bühnenerfahrung vorweisen kann, ist hier willkommen. Hauptsache, es ist unterhaltsam. Am Ende des Abends werden wir uns aus dem Bewertungsstab beraten, welcher Beitrag in Unterhaltung, Vielseitigkeit und schaustellerischen Fähigkeiten uns am besten gefallen hat. Der Sieger wird morgen Abend nochmals auftreten und damit den Start setzen für eine lange Reise, bei der wir begleitend alle Bühnenstationen unseres Schaustellerkreises bereisen. Nun freut euch mit uns auf einen abwechslungsreichen Abend mit viel Leidenschaft und unglaublichen Talenten. Bühne frei für den Erona-Chor aus dem Norden. Die drei Schwestern stutzten. Salika konnte im Ausgehen des Lichtes noch erkennen, dass die drei Waterley nach wie vor auf ihren Plätzen saßen. Hatten sie etwas an der Reihenfolge geändert? Waren sie nicht die Ersten gewesen? Salika wartete vergeblich auf ihren Auftritt, bis sie selbst an der Reihe waren. Es war um diese späte Zeit sehr anstrengend, einen Feuerball zu erzeugen, doch der gewünschte Effekt war grandios. Das farbige Licht leuchtete auf der Bühne noch heller als zur Generalprobe. Die Zuschauer klatschten laut den Takt mit und ihre Stimmen strahlten. Die Zuschauer lachten, als sie das grimmige Rockgesicht auf der Bühne sahen und riefen erstaunt, als es an den Seiten in Flammen aufging. Nach dem Herz aus Feuer tobte der Zuschauerraum und die drei Schwestern verbeugten sich. Als sie von der Bühne gingen, waren sie völlig erschöpft. Gut, dass wir heute nicht mehr ran müssen, flüsterte Shani, als sie den Weg zurück auf ihre Plätze antraten. Nach ihnen war eine Zaubervorstellung von zwei Eronern. Die sind aber auch ziemlich gut, meinte Salika an Adea gerichtet, die kurz zur Bühne sah. Aber die Illusionen, die sie erschaffen, das kennt man doch alles schon. Nur weil jemand ein altes Lied singt, kann sie trotzdem eine schöne Stimme haben, entgegnete Salika. Ja, aber das wird ja heute nicht bewertet. Adea führte sie am Block der Waterley vorbei, wo sie dieses Mal keine Probleme bekamen. Auf ihren Plätzen ließen sie sich erschöpft fallen. Salika lehnte sich an Adea und schlief sofort ein. Diese Wassermassen raubten ihr so viel Kraft. Konnte es nicht langsam aufhören zu regnen? Shani gähnte auch und Adea nickte ihr zu, dass sie sich auch zur Ruhe legen konnte. Sie würde die Stellung halten. Ihr innerer Ärger hielt sie wach. Eigentlich konnte sie aus dieser Situation nur lernen, doch es ärgerte sie, dass sie nicht geistesgegenwärtig gewesen war. Da musste erst ein Wasserelementarier kommen und ihr zeigen, wie man das richtig machte. Das war erniedrigend. Adea stupste Salika wach, als der letzte Beitrag angesagt wurde. Salika blinzelte verwundert. Unser Freund ist als letztes dran. Adea zeigte zur Bühne. Was soll das immer mit dem Freund? Dein Freund, unser Freund. Wir kennen noch nicht mal seinen Namen, sagte Salika und sah gebannt zur Bühne, wo sich die drei jungen Waterley postierten und mit ihrer Vorstellung begannen. Sie hatte Wasser noch nie als schön empfunden, doch nun glitzerte es im Fackellicht mit den Instrumenten um die Wette. Man merkte, dass die drei auch eine sehr gut eingespielte Gruppe waren, denn auch bei ihnen saß jeder Schritt und ihre Musik war so fremd und trotzdem schön, dass Salika ihre Müdigkeit vergaß. Auch sie bekamen tosenden Beifall und die Halle dröhnte noch nach, als er verstummte, weil der Terraner wieder das Wort ergriff. Wir machen eine kurze Pause. Der Sieger wird danach verkündet und wir bitten die drei Feuersäulen hinter die Bühne. Shani drehte ihren Kopf mit großen Augen zu Salika und Adea. Haben wir was angefackelt? Adea schüttelte stirnrunzelnd den Kopf.
Das hätten wir doch mitbekommen.